Zeitersparnis, Effizienzsteigerung, Produktivitätsgewinne, alles wunderbar. Aber wie steht es um den Return on Investment bei KI-Projekten? Das Spannende an der Studie, die wir vom Handelsblatt Research Institute gemeinsam mit Valentic durchgeführt haben, ist, dass wir das Thema Digitalisierung in einer differenzierten Analyse betrachtet haben. Als besondere Ergebnisse zeigten sich bei der Frage nach den Digitalisierungstrends, dass, wenig überraschend, das Thema Künstliche Intelligenz besonders weit vorn ist. Daneben gab es aber noch zwei Technologien auch, die besonders weit vorn sind. Das ist einerseits das Thema Cloud-Transformation, als auch das Thema Cybersecurity-Technologien. Ein Ergebnis, das mich im Bereich Applied AI sehr überrascht hat, war, dass in der Umfrage bereits 70% der Unternehmen von messbaren Erfolgen bei ihren KI-Anwendungen berichten. Effizienzsteigerung, es geht um Produktivitätssteigerung, aber auch um zusätzliche Umsätze, die sie einfach mit ihren Anwendungen generieren. Und das war das Überraschende, nicht, dass es bereits Erfolge gibt, aber dass durchaus schon so viele Unternehmen davon berichten. Bei der Studie haben wir uns vor allem gefragt, welche Technologien sind besonders wichtig bis 2030? Wir haben aber nicht nur allein auf die Chancen geschaut. Ein besonderer Schwerpunkt der Analyse war auch das Thema Enttäuschungen, Broken Dreams. Es ging darum, herauszufinden, welche Technologien gegebenenfalls überschätzt werden oder auch in der Vergangenheit überschätzt wurden, die dann auch zu Enttäuschungen bei den Unternehmen führten. Damit die quantitativen Ergebnisse aus der Umfrage besonders greifbar werden, haben wir daneben auch noch mit einigen C-Level-Entscheiderinnen und Entscheidern Interviews durchgeführt. Diese Interviews erlaubten uns einerseits einen tieferen Einblick in die Praxis zu bekommen, wie beispielsweise die Technologien im Unternehmen zum Einsatz kommen oder auch welche Rolle KI dort spielt. Darüber hinaus haben uns die Interviews dabei geholfen, die Erkenntnisse aus der quantitativen Umfrage nochmal besonders einzuordnen und gegebenenfalls auch zu begründen.